Auf den trockenen Ebenen Botswanas irrt eine Löwin einsam und abgemagert umher. Es war einst ein gesundes Mitglied eines Löwenrudels im berühmten Mokolodi-Naturreservat in Botswana. Nach einem Machtkampf wurde es jedoch brutal aus der Herde vertrieben. Da es niemanden gab, der es beschützte, war es gezwungen, in einem gefährlichen Land allein nach Nahrung zu suchen. Der Körper ist dünn, die Rippen sind sichtbar, der Bauch ist eingefallen, weil er viele Tage lang nicht jagen konnte. Jeder Schritt ist ein Balanceakt zwischen Überlebensinstinkt und Verzweiflung. Es tastete sich den Antilopenpfad entlang, hatte aber nicht die Kraft, sie zu verfolgen. Hunger und Durst ließen es in der sengenden Mittagssonne beinahe zusammenbrechen. Der heiße Wind blies ihm ins Gesicht, Staub klebte an seinem einst majestätischen, nun zerzausten Fell. Es versucht, jeden Geruch aufzuspüren, der zu Wasser oder Nahrung führen könnte. In der Ferne wehte der Essensgeruch aus dem Wohngebiet herüber und ließ es verstummen. Vor seinen Augen erschien ein modernes Resort mit Swimmingpool und Motel. Da es nicht wusste, dass es sich um einen menschlichen Ort handelte, kam es aus Überlebensinstinkt näher. Er führte über das weiche Gras und schlängelte sich zwischen den Sonnenliegen und Sonnenschirmen der Touristen hindurch. Die ungewohnte Szenerie mit dem Geruch von Desinfektionsmittel und den hallenden Geräuschen von Kindern machte es aufmerksam. Doch in diesem Moment siegten Durst und Erschöpfung über die Angst in ihm. Es ging zum Beckenrand, senkte den Kopf und blickte in das klare blaue Wasser. Das kühle Wasser glitzerte im Sonnenlicht und sah aus wie ein natürlicher Bach. Es machte noch ein paar Schritte und seine Krallen rutschten auf den rutschigen Fliesen aus. Der ganze schwere Körper stürzte in den See und verursachte mitten in der stillen Mittagszeit ein lautes Geräusch. Das kalte Wasser versetzte ihm einen Schock und es wehrte sich sofort in Panik und heftiger Bewegung. Es brüllte vor Schmerz und Angst und grub seine Krallen in die Luft. Da es nicht schwimmen konnte, konnte es nur um sich schlagen und versuchen, seinen Kopf über Wasser zu halten. Überall spritzten Wellen, seine Augen waren vor Angst und Erschöpfung weit aufgerissen. Es umkreiste den See wie ein außerirdisches Wesen, das sich in der menschlichen Welt verirrt hat. Jedes Mal, wenn er versuchte, das Ufer hinaufzuklettern, wurde die Seewand rutschig und er fiel wieder hinunter. Sein ganzer Körper war durchnässt, sein schweres Fell schien ihn nach unten zu ziehen. Die scharfen Krallen boten ihm nun keinen Halt mehr, um zu entkommen. Sein Dröhnen hallte durch das luxuriöse Resort und störte die friedliche Szene. Liegestühle waren umgeworfen und Handtücher lagen verstreut am Pool. Der Löwe kämpfte weiter im Wasser, das ihm langsam die Lebenskraft entzog. 3 Touristen hörten den Lärm und rannten herbei. Sie waren verblüfft, als sie den Löwen im See treiben sahen. Der Mann in Grau schrie laut, die anderen beiden wichen panisch zurück. Niemand wagte es, einzuspringen, um ihn zu retten, obwohl die Panik auf dem Gesicht des Löwen deutlich zu erkennen war. Einer holte schnell sein Telefon heraus und rief die Rezeption an, um einen Notfall zu melden. Auch die Rezeptionistin erschrak, als sie die Beschreibung hörte, und rief sofort den Resortmanager an. Das Management ordnete die Evakuierung der Gäste im Poolbereich an und kontaktierte die Ranger. Das Sicherheitspersonal rannte herbei und wagte es lediglich, über Lautsprecher einen Sicherheitsabstand zu fordern. Der Löwe kämpfte unterdessen weiter, doch seine Bewegungen wurden aufgrund seiner Erschöpfung langsamer. Die Situation wurde dringend, da es im Begriff war, seinen Halt auf dem Wasser zu verlieren. Alle waren angespannt, standen weit weg und schauten zu, niemand traute sich, in die Nähe des Seeufers zu gehen. Ein Mitarbeiter hatte für den Notfall einen Feuerlöscher bereit, der Rest wartete einfach auf die Ranger. Die Luft war voller Angst, die Minuten vergingen wie Stunden. Ein Ranger-Pickup beschleunigte und hielt direkt vor dem Poolbereich. Aus dem Auto stiegen 2 Ranger mit Spezialausrüstung und einem Satz Schürfkübel zum Wildtier sammeln. Sie beobachteten die Situation schnell und schätzten die Position des Löwen ein, der nahe dem Ufer des Sees trieb. Eine Person befestigt den Löwenkopf mit einem Haken, die andere Person bereitet die Seilschlaufe vor. Beide führten ihre Bewegungen rhythmisch aus und legten das Seil sanft um den Hals und den Körper des Löwen. Unter ruhigem Kommando zogen sie den Löwen langsam zum Ufer des Sees. Der Löwe hatte nicht mehr die Kraft, sich zu wehren. Er stöhnte nur und versuchte, seinen Kopf über Wasser zu halten.
Als sie das Ufer erreichten, sprangen 2 Ranger ins Wasser und zogen es an den Rand des Sees. Eine Person hob den vorderen Teil des Körpers an, die andere stützte die Hüften, schwer und nass. Sie legten es auf ein dickes Tuch und legten es schnell auf eine Trage. Der Löwe lag regungslos da, atmete schwer und sein Körper zitterte vor Kälte. Die Ranger steckten es sofort in einen Eisenkäfig, der auf einem Kleinlaster montiert war. Um es während des Umzugs warm zu halten, wurde eine leichte Decke darüber gelegt. Sie nahmen Kontakt mit der Veterinärstation im Mokolodi Naturreservat auf, um eine Notfallaufnahme vorzubereiten. Das Auto verließ das Resort und hinterließ die besorgten und überraschten Blicke der Menge. Unterwegs kontrolliert ein Ranger ständig die Atmung und den Bewusstseinszustand des Tieres. Sie besprachen Erste-Hilfemaßnahmen und behielten die ganze Fahrt über genau im Auge. Der Waldweg war holprig, aber sie bewegten sich vorsichtig, um keinen weiteren Schaden anzurichten. Nach fast einer Stunde hielt das Auto vor der modernen Tierklinik des Schutzgebiets. Das medizinische Personal wartete bereits, um den besonderen Gast zu behandeln, der gerade zurückgekehrt war. Der Löwe wurde über ein spezielles Förderband auf den Untersuchungstisch gebracht und an ein Ortungsgerät angeschlossen. 2 Tierärzte maßen schnell Herzfrequenz, Temperatur und Blutsauerstoffgehalt. Er war noch bei Bewusstsein, aber stark dehydriert und hatte einen schwachen Herzschlag. Der Arzt injizierte intravenös Flüssigkeiten und Stimulantien, um die Genesung zunächst zu unterstützen. Sie untersuchen Bauch, Beine und Wirbelsäule sorgfältig auf etwaige Verletzungen. Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass es weder zu Knochenbrüchen noch zu schweren inneren Verletzungen kam. Die Hauptprobleme sind körperliche Schwäche, Unterernährung und Erschöpfung durch längeres Eintauchen in Wasser. Ein Arzt atmete erleichtert auf und nickte dem Ranger zu, dass die Situation nicht gefährlich sei. Sie entwickelten einen 7-tägigen Wiederbelebungsplan und überwachten jeden Indikator genau. Nachdem der Löwe genügend Flüssigkeit erhalten hatte, begann er regelmäßiger zu atmen und leicht zu blinzeln, was eine Reaktion zeigte. Es wurde in einen Quarantänestall gebracht, einen Ort, der für Wildtiere reserviert ist, die sich erholen müssen. Das Personal fütterte es mit dünnem Fleischbrei und kleinen Mahlzeiten, damit sich sein Magen daran gewöhnen konnte. Sein Körper erwärmte sich allmählich, sein Fell trocknete und es zuckte nicht mehr vor Kälte. Jeden Tag kommen abwechselnd Ranger vorbei, um es zu beobachten und sanft seinen Namen zu rufen, damit es sich an die Menschen gewöhnt. Der Löwe beruhigte sich allmählich, legte sich in den Käfig und seine Augen waren nicht mehr voller Panik. Von einem erschöpften Geschöpf am Rande der Verzweiflung erhielt es eine neue Lebenschance. Das Mokolodi Naturreservat ist jetzt der Ausgangspunkt für eine Reise der Regeneration. Zwischen Natur und menschlichem Herzen wurde dieser Löwe durch Freundlichkeit und Entschlossenheit gerettet. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.